If that was a fuzzle, I don't think it would have come out like that, oder? Within a second. Also wenn das ein Fussel wäre, ich glaube nicht, dass er innerhalb von weniger als einer Sekunde einfach aufstehen würde, um sich mir zu zeigen. I'm trying to touch it to see if it's going to get stuck on my finger. Ich versuche ihn so anzufassen und zu sehen, ob er an meinem Finger stecken bleibt. First I have to figure out where he is. Zuerst muss ich herausfinden, wo der ist. Ja, I got him. Ja, das ist einer. Der bleibt stecken, siehst du? Die haben Krallen oder Saugknöpfe dran oder ich weiß nicht. And it goes with me. See that? That's a Morgellon. There you have it. And there's my wound with Morgellons, maybe. Yeah. Okay, now I'm going to wash a little bit up. This is just fantastic, you know. I'm going to have even more work now. There you have it. It's itching because I'm watching this, and yes, there's some fresh wound. I've been scratching a little bit, that's why it's stuck together. And tomorrow is Tuesday. I'm going to go to the train shop. Yes. Well, at least at the back it didn't itch so much, but still there's nothing to say because these things could be sticking out like I showed it to you, right? There you have it. So now we've got the time to check out your gauzes over under a microscope or under your handy. Use your iPhone and maybe a enlargement scope, something underneath it, you know, like I used to do in the 5 times smaller one, for instance, or a microscope or whatever, and there you have it. You have to sterilize your already sterile gauzes. Also was man machen könnte, ist zum Beispiel das iPhone mit einem Vergrößerungsglas auf ein Vergrößerungsglas drauf tun und darunter könnt ihr eure Kompressen zum Beispiel oder Bandagen nehmen. Es ist mir auch aufgefallen, wenn ich bandagiert worden bin damals im Krankenhaus, hat es auch angefangen zu jucken. Das muss, schwer zu sagen, was das ist, weil unter der Kompresse war ja diese Creme, was die mir gegeben haben. Aber trotzdem, wenn ich Bandagen, same thing with bandages, here. These ones I used to put them on my hands and arms or wherever, or I put them over my head before I had this net, before I found this net. Where is it now? Ah, there it is. Something like that, like a head bandage, you know, you put it over it, so it holds better your bandages during the night time or whatever. And with this one, I did that prior to that, before I came on that idea. And I bandaged myself like that for the night, and it started to itch like crazy from this shit. So there might be as well Morgellons, you know. You can see there's some fibers on the end of my fingers. So everything. Also damals, bevor ich die Kopfbandage fand, dass es sowas gibt, also gibt's schon, aber nicht privat, habe ich nicht gedacht. Dann habe ich sowas für die Nacht mal benutzt. Mich einbandagiert, damit es nicht runterfällt während der Nacht, ne? Und auf einmal hat mein Kopf angefangen zu jucken wie verrückt, ne? So selbst diese Dinger werden diese Morgellons haben, ne? Also
Da sieht man schon die Fibers hier bei dem Finger ungefähr, Richtung diese Ding. Das sind also Fossils. Ne? Also ich habe ziemlich viel herausgefunden und wenn ich sage, das sind Fossils, muss das nicht Fossils sein. Das können genauso diese Viecher sein. Ne? Also wer weiß, wo noch diese Viecher sind. Zum Beispiel im Essen, im Trinken sagen auch viele, ist ja logisch, die Dinger fliegen ja wie Staubparticles durch die Gegend, ne? Und die landen überall, wo sie wollen. So wie damals habe ich mal gefilmt, den Finger oder hier war das, ne? Und habe die gesehen auf einem der Films, wo der auf einmal der Ding genau auf den Daumen gelandet ist. Den habe ich weggeblasen und dann ist er wieder gelandet. Also direkt, die Dinger sind kontrolliert. Die fliegen, es sind so wie Vögel, ne? Wenn der, oder ein Raubvogel, der will genau da landen, dann landet er da. Und da habe ich den Beweis, ne? Das muss man halt besuchen, einige Clips zurück, ne? Irgendwo. Ja, und das hier juckt ein bisschen, weil das ist ja festgeklebt und okay. So, there you have it. So theoretically, when you make your meals, you'd have to cook them at 2000 degrees or 1700, yeah, to burn Morgellons and probably your food as well. Ne? So theoretisch müsste man sein Essen bei 1700 Grad kochen, dann tötet man diese Viecher ab. Naja, und das Essen wird dann auch nicht mehr gut sein. Aber trotzdem schwirren ja in der Gegend welche rum, also das ist so, als würde jemand Öl ins Feuer gießen und ihr versucht es auszumachen. Ne? It's as if somebody is pouring oil into the fire and you're trying to extinguish it. It's not gonna work, right? So, this is itching here because it's stuck to it. Ah, God, yes. And probably more gallons there again, because you know I've sterilized these things, but I've sterilized it the way you saw it, and there may be still 100 in between hiding or something, you know. So, okay, take care for now. Talk to you later. Okay, bis dann, irgendwann mal wieder. Man sieht sich, man hört sich.